Mein Name ist Marvin Kirschhofer, ich bin 19 Jahre alt, komme aus Leipzig. Ich bin mein zweites Jahr im Automobilsport. Erstes Jahr war im ADAC Formel Masters, das konnte ich gleich als Rookie gewinnen. Jetzt bin ich momentan Tabellenerster im ATS Formel 3 Cup. Diese Saison gab es schon sehr viele Highlights, also ich habe sehr viele schöne und spannende Rennen gehabt. Eins war natürlich auch sehr schön, das war das Rennen in Spa auf der legendären Rennstrecke. Zum anderen dann vor dem heimischen Publikum am Sachsenring war auch sehr schön, wo wir ein sehr erfolgreiches Wochenende hatten. Und jetzt das vergangene Wochenende am Nürburgring, wo ich eigentlich das schönste Rennen hatte mit einem sehr harten Zweikampf mit meinem Teamkollegen und den dann für mich entscheiden konnte. Also da gab es schon einige Highlights dieses Jahr. Das ist natürlich der Traum und das Ziel, dass man in die Formel 1 kommt und dann ja, im besten Fall auch mal ein Rennen in Spa hat. Spa ist halt einfach eine sehr legendäre Strecke, also wenn man dort schaut, wie lange die Formel 1 jetzt schon unterwegs ist. Die Formel 1 Rennen sind dort immer sehr spannend und Spa ist für den Fahrer eine Strecke, obwohl man es gar nicht denkt, eine sehr anspruchsvolle Strecke, das Infield, also da muss man als Fahrer, da wird einem sehr viel abverlangt und durch die langen Geraden werden halt die Rennen nie langweilig, weil der Windschatten vom Hintermann natürlich so stark auf einem wirkt, dass man da sich nicht wirklich absetzen kann von dem Verfolgerfeld. Also ich denke mal, das Erste, was jedem ein Begriff sein wird, wenn man die Strecke Spa hört, ist Eau Rouge. Das ist für den Fahrer eine sehr schöne Passage. Es ist jetzt nicht unbedingt schwer im Formel 3, weil es relativ einfach mit Vollgas zu durchfahren geht. Aber es ist trotzdem Wahnsinn, die G-Kräfte, die dort wirken. Erst bergunter, dann berghoch. Das ist schon ziemlich einzigartig. Eau Rouge, das ist eine Schlüsselstelle in Spa. Vor allem mit einem Turnwagen. Es ist sehr besser, lieber ein bisschen früher zu bremsen, um den Exit vorzubereiten. Weil die Gerade, die danach kommt, lang ist. Dann halt im Infield die Puong, das ist die Doppel-Links, die ist unheimlich schnell, die geht mit dem Formel 3 Auto gerade so Vollgas. Und man hat da, glaube ich, einen Minimum-Speed, also die niedrigste Geschwindigkeit ist dort knapp 230 km/h. Also man fährt mit 240, 245 rein und fährt wieder mit 230 raus. Das ist schon unheimlich schnell. Jetzt die übernächste Kurve ist dann die Kurve, wo wir dann mit 230 durchfahren. Hier ist es zum Beispiel auch wichtig, dass man sehr gut den Exit, den Ausgang vorbereitet, weil auch wieder hier eine relativ lange Gerade folgt, wo man viel Zeit verlieren kann. Ja, und hier geht es bei uns komplett ohne Bremse, einfach mit Vollgas durch und haben dort einen Speed von 230 circa an der Kurve. Also das ist dann schon ordentlich schnell. Also größtenteils entspricht natürlich die Strecke 1:1, wie man es im realen Leben vorfindet. Es gibt halt Auslaufzonen, die sind jetzt vielleicht ein bisschen anders als wie im echten Leben. Manches ist hier mit Rasen dargestellt, in echt ist es mit Asphalt, aber trotzdem finde ich, dass das wirklich der Strecke sehr nahe kommt, auch von dem Gefälle her, wie die Strecke sozusagen, was sie für Schwankungen drin hat, von den Höhenunterschieden. Von daher muss man sagen, es ist wirklich schon der Realität sehr nah. Also das Spiel hat genauso schwierige Passagen wie im Realen, also da gibt es halt die ein oder andere Kurve, wo man dort genauso aufpassen muss, wie wenn man jetzt selber auf der Rennstrecke unterwegs ist, dass man die ordentlich fährt und dann auch keine Zeit verliert. Also in Spa ist es natürlich ganz wichtig, weil es immer sehr lange Geraden, meistens aus einer Kurve heraus anstehen, dass man immer sozusagen darauf achtet, dass man so früh wie möglich am Gas ist und sozusagen so viel Schwung wie möglich auch auf die Gerade mit rausnimmt, um gute Zeit hinzulegen. Ja, Spa ist auf alle Fälle eine Strecke, wo man fahrerisch zeigen kann, was man drauf hat. Das ist in Spa ganz oft so, dass man ein bisschen anders mit der Bremse arbeitet, aufgrund der unterschiedlichen Kurvencharakteristiken. Aber sonst ist in Spa natürlich, man macht prinzipiell das Gleiche, was man auf anderen Strecken auch macht. Schnell fahren. Also mein Tipp für das kommende Rennen in Spa, ich muss sagen, Mercedes macht momentan einen super Job, der Lewis Hamilton, der ist super drauf. Und ja, mein Tipp ist natürlich, dass er wieder ganz vorne stehen wird. Natürlich hoffe ich auch für Raikkonen, weil auch ein Lotus-Fahrer, dass er auch sich vorne platzieren wird. Und aus der deutschen Hoffnung setze ich dann auf Sebastian Vettel. Ich denke mal, es wird irgendwie zwischen den dreien ausgehen, entweder zwischen Vettel, Raikkonen oder Hamilton.